Komm mit Sarah. Es ist Pause. Lass uns draußen spielen. Nein. Ich glaube, das geht nicht. Mir geht's nicht so gut. Mein Bauch fühlt sich komisch an. Ich will nicht spielen. Oh. Geht es dir gut? Willst du dich vielleicht ein bisschen hinlegen oder zur Krankenschwester gehen? Ich weiß nicht. Ich will einfach nur hier sitzen. Vielleicht geht es ja gleich wieder weg. Na gut. Du kannst dich hier ausruhen. Wir gehen raus. Aua! Oh nein! Was passiert da? Es tut so weh. Oh Gott, mein Bauch bringt mich um. Was ist los mit mir? Ich verstehe es nicht. Was soll ich jetzt tun? Was passiert mit mir? Was stimmt nicht mit meinem Körper? Hilfe! Kann mir bitte jemand helfen? Mir geht's richtig schlecht. Blut. Oh mein Gott. Sterbe ich? Was ist das für ein Gefühl? Was soll ich nur tun? Was, wenn meine Freunde reinkommen und das sehen? Was mache ich jetzt bloß? Ich fühle mich so seltsam und habe Angst. Das ist doch nicht normal. So etwas habe ich noch nie erlebt. Mir geht's wirklich schlecht. Ich brauche Hilfe. Sarah? Oh mein Gott, was ist passiert? Warum weinst du? Bist du verletzt? Frau Mia. Gott sei Dank, dass Sie gekommen sind. Mir geht's nicht gut. Ich glaube, ich sterbe. Bitte rufen Sie meine Eltern an. Ich blute, und mein Bauch tut weh und alles ist falsch. Oh mein liebes Mädchen. Alles ist gut. Atme einmal tief durch. Hab keine Angst, ich bin da. Ich schau mal kurz, ja? Was passiert mit mir? Was soll ich tun? Ist das normal? Sarah, mein Schatz. Du stirbst nicht. Ich verspreche es dir. Es ist alles in Ordnung. Das ist etwas völlig Normales. Etwas, das jedes Mädchen erlebt. Was meinen Sie? Was ist denn los? Warum blute ich? Mein Bauch fühlt sich an, als würde er sich verdrehen. Sarah, du hast gerade deine erste Periode bekommen. Das ist alles. Was? Meine Periode? Aber ich dachte, das bekommen nur erwachsene Mädchen. Nun ja, das bedeutet, dass du gerade dabei bist, erwachsen zu werden. Du beginnst, eine junge Frau zu werden. Es ist ein ganz natürlicher Hinweis darauf, dass dein Körper sich gesund entwickelt. Aber es tut weh. Ich war überhaupt nicht darauf vorbereitet. Niemand hat mir gesagt, dass sich das so anfühlt. Ich dachte wirklich, ich sterbe. Ich weiß, beim ersten Mal ist es beängstigend. Besonders, wenn es so überraschend kommt. Aber ich verspreche dir, es ist ganz normal. Jedes Mädchen erlebt das irgendwann, auch ich. Es bedeutet nicht, dass du krank bist. Nur, dass sich dein Körper verändert. Sie hatten das auch? Hat es bei Ihnen auch so wehgetan? Oh ja. Ich erinnere mich noch gut an mein erstes Mal. Ich habe auch geweint. Ich wusste auch nicht, was passiert. Aber dann hat mir jemand alles erklärt. Genau wie ich es dir gerade erkläre. Und das hat mir sehr geholfen. Also, ist es nicht schlimm? Nicht gefährlich? Überhaupt nicht. Im Gegenteil. Es ist ein Zeichen dafür, dass dein Körper genau so funktioniert, wie er soll. Es kann manchmal unangenehm sein, und ja, die Krämpfe tun weh. Aber es gehört zum Erwachsenwerden dazu. Okay, und was soll ich jetzt machen? Was, wenn die anderen das sehen?
Ich meine, ich habe ein Chaos angerichtet. Wir gehen zusammen ins Badezimmer, ja? Wir machen dich sauber. Ich habe ein paar Binden dabei und zeige dir, wie man sie benutzt. Niemand muss etwas erfahren, und ich passe auf, dass dich keiner auslacht. Du brauchst dich für nichts zu schämen. Okay, danke, Frau Mia. Ich fühle mich jetzt ein bisschen besser. Ich hatte echt Angst, aber jetzt weiß ich, dass ich nicht sterbe. Es ist nur die Periode. Genau. Du hast jetzt alles verstanden. Lass uns wieder zurück ins Klassenzimmer gehen. Ich werde meiner Mama davon erzählen, wenn ich nach Hause komme. Und ich sollte mir wohl auch ein paar Binden besorgen, viele davon. Das ist eine tolle Idee. Deine Mutter wird ganz bestimmt stolz auf dich sein. Und ja, es ist immer gut, vorbereitet zu sein. Frau Mia, darf ich noch mehr über die Periode fragen? Ich verstehe noch nicht alles. Und mein Bauch tut immer noch total weh. Natürlich darfst du das. Frag mich, was du willst. Ich bin deine Lehrerin und immer für dich da. Also, tut die Periode immer so weh? Mein Bauch fühlt sich an, als würde er Saltos machen. Manchmal tut es schon ein bisschen weh, ja. Die Krämpfe können ziemlich lästig sein. Aber es gibt ein paar Dinge, die dir helfen können. Wie zum Beispiel? Ich kann mich kaum noch aufrecht hinstellen. Ein warmes Bad oder eine heiße Dusche helfen oft sehr. Oder du legst dir ein warmes Heizkissen auf den Bauch. Auch sanfte Bewegung, wie ein kleiner Spaziergang oder Fahrradfahren kann helfen. Und wenn es wirklich schlimm ist, darfst du auch ein Schmerzmittel nehmen, wie Paracetamol oder Ibuprofen. Danke für die Infos. Vorher hat mir das niemand erklärt. Du kannst auch mit deiner Mutter darüber reden. Sie kann dir noch mehr erklären. Sie ist dafür die perfekte Ansprechpartnerin. Hey Sarah. Wie war die Schule heute? Du siehst aus, als wärst du durch ein Kriegsgebiet gelaufen. Mama, heute ist was Komisches passiert. Ich habe meine Periode zum ersten Mal im Unterricht bekommen. Was? Wie bitte? Oh mein Schatz, wirklich? Oh mein Gott. Geht es dir gut? Hast du dich erschreckt? Ja, total. Ich hatte richtig Angst. Ich dachte, ich verblute. Ich wusste nicht, was los war. Ich hab runtergeschaut, diesen Fleck gesehen und bin total ausgeflippt. Ich dachte, ich hätte innere Blutungen oder so. Oh mein Liebling. Nein, das ist ganz normal. Das ist nur der Beginn deiner Periode. Du wirst erwachsen. Das ist völlig natürlich. Ich wünschte, ich hätte dich besser darauf vorbereitet. Meine Lehrerin hat mich schon einiges über die Periode erzählt. Sie hatte sogar eine extra Binde in ihrer Schublade und hat sie mir gegeben. Sie war richtig nett. Das freut mich zu hören. Deine Lehrerin ist wirklich eine tolle Frau. Mama, ich muss Binden kaufen. Die Lehrerin hat mir davon erzählt. Klar, mein Schatz. Du wirst groß. Ich kaufe dir Binden. Mama, ich hab Hunger. Ich will was essen. Ich will einen super scharfen Burger. Und eine riesige Tüte salzige Chips. Und vielleicht Gummiwürmer. Oh, und Cola. Wow. Langsam scharfer Burrito. Nicht während deiner Periode. Was? Warum nicht? Ich hatte gerade ein Fantasiemenü in meinem Kopf. Also, während deiner Periode ist es besser. Scharfe Speisen, salzige Snacks, zuckerhaltige Sachen. Und leider auch, Koffein zu vermeiden. Das heißt auch, keine Cola. Du nimmst mir gerade all meine Lebensfreude weg.
Warum darf ich das alles nicht essen? Okay, ich erkläre es dir. Salziges Essen? Das sorgt dafür, dass dein Körper Wasser einlagert, also Blähungen. Dieses enge, unangenehme Gefühl im Bauch wird schlimmer mit Chips und Pommes. Pfui. Ich bin schon total aufgebläht. Ich dachte, das liegt daran, dass ich 2 Muffins zum Frühstück gegessen habe. Zuckerhaltige Snacks können deinen Blutzuckerspiegel durcheinander bringen und dich noch launischer machen. Und durch die Hormone bist du schon emotionaler. Kaffee und Cola enthalten Koffein. Und das kann Kopfschmerzen verursachen oder deine Krämpfe verstärken. Und scharfes Essen kann deinen Magen noch mehr reizen. Das ist so gemein. Ich hasse Krämpfe. Die sind wie Ninjaschläge von innen. Jap, das ist eine ziemlich gute Beschreibung. Aber die gute Nachricht ist, es gibt Lebensmittel, die helfen, Krämpfe zu lindern. Echt? Welche denn? Erzähl mir bitte. Gib mir das magische Antikrampfmenü. Du kannst ballaststoffreiche Sachen essen. Wie grünes Blattgemüse, Brokkoli, Vollkornprodukte, braunen Reis. Nüsse und Samen sind auch super. Mandeln, Sonnenblumenkerne, Leinsamen. Und Obst. Bananen, Beeren, Orangen, Wassermelone. Lecker. Ich mag Obst. Wassermelone ist mein Ding. Trink auch viel Wasser und warmen Kräutertee. Und wenn die Krämpfe nerven, leg dir eine Wärmflasche auf den Bauch. Das klingt gut. Ich bin aber irgendwie total müde. Das ist ganz normal, mein Schatz. Dein Körper leistet gerade richtig viel. Ruh dich aus. Ich geh schnell zur Apotheke und hol dir Binden. Sarah, komm sofort runter. Wir müssen reden. Bekommen wir jetzt endlich einen Hund, der Französisch spricht? Wenn nicht, bin ich beschäftigt. Nein, wir bekommen keinen zweisprachigen Hund. Und du bist ganz sicher nicht beschäftigt. Komm sofort runter. Okay, was ist der Notfall? Hat wieder jemand den ganzen Käse geklaut? Heute hat Nora, Klaus' Freundin, Geburtstag. Und wir gehen zu ihrer Geburtstagsparty, um mit ihr zu feiern. Oh nein, nicht Nora. Ihr Haus riecht nach Lavendeleiger-Traurigkeit. Ich will nicht zu ihrer blöden Party gehen. Kann ich nicht einfach zu Hause bleiben, Roblox spielen und mein böses Lachen üben? Nein, das kannst du nicht. Du kommst mit. Es ist wichtig, dass man Familie und Freunde unterstützt und höflich ist. Höflich sein ist was für langweilige Leute, die gerne Salat essen. Sarah, jetzt reicht's mit der Einstellung. Du gehst zu Noras Geburtstagsparty und damit basta. Sogar du Mutter, verschwörst dich gegen deine arme Tochter? Okay, genug der Frechheit. So läuft es. Wie beim letzten Mal, gilt für dich ein 5-Warnungen-System. Jedes Mal, wenn du dich schlecht benimmst, gibt's eine Verwarnung. Wenn du 5 hast, bist du Hausarrest. Verstanden? Jawohl, Kommandant. Glasklar. Und wo ist Klaus? Er wartet schon im Auto. Los jetzt. Wow. Meine Geburtstagstorte sieht echt toll aus. Danke, Mama, dass du sie gemacht hast. Gern geschehen, Nora. Alles Gute zum Geburtstag, Süße. Wann kommen endlich meine Freunde? Ich will ihnen unbedingt meine Karaoke-Playlist zeigen. Sie müssten jeden Moment hier sein. Oh, sieht aus, als wäre einer der Gäste bereits angekommen. Alles Gute zum Geburtstag, Nora. Danke, Klaus. Du bist so ein guter Freund. Sarah, warum wirkst du so genervt? Ist irgendwas nicht in Ordnung? Ich bin genervt, weil ich keine Lust habe,
Noras doofe Geburtstagsparty zu feiern. Sarah, hör sofort damit auf, sonst bekommst du deine erste Verwarnung. Niemals. Ich verpasse Premium-Roblox-Zeit, nur um hier zu sein. Umgeben von Glitzer und Leuten, die Kuchen zu sehr mögen. Ich will nach Hause und Roblox spielen. Jetzt. Das reicht, Sarah. Du hast jetzt deine erste Verwarnung. Noch 4, und du bist im Hausarrest. Okay, Kinder. Die Hüpfburg ist aufgebaut. Pizza gibt's in der Küche. Und im Garten sind Spiele. Viel Spaß. Hör zu, junge Dame. Du hast bereits eine Verwarnung. Benimm dich. Keine Wutanfälle. Keine Zerstörung, kein versehentliches Feuerlegen. Das war einmal. Und es war technisch gesehen nur eine sehr leidenschaftliche Kerze. Zählt trotzdem. Du hast noch 4 Verwarnungen übrig. Nutze sie weise. Oder am besten gar nicht. Ei, Kapitän, langweilig. 2. Verwarnung. Was? Aber ich hab doch noch gar nichts gemacht. Widerspruch und Sarkasmus. Das war die 2. Mach so weiter, und du bist bis zum Studium eingesperrt. Du bist ein Diktator. Fast Nummer 3. Okay. Ich esse einfach Pizza und kümmere mich um meinen eigenen Kram. Eine Stunde später. Pfui. Diese Party ist der reinste Albtraum. Mir ist so langweilig, und ich habe vor ungefähr einer Stunde meinen 2. Verweis bekommen. Wenn ich noch 2 weitere bekomme, habe ich Hausarrest. Was soll ich jetzt machen? Moment. Ich weiß, was zu tun ist. Ich öffne Noras Geschenke, um zu sehen, was sie alles zum Geburtstag bekommen hat. Hoffentlich sieht mich niemand. Hahaha. Oh, jemand hat ihr eine PlayStation 5 geschenkt? Ist das euer Ernst? Ich wünsche mir die seit einem Jahr. Und was bekomme ich? Socken mit Kätzchen drauf. Das ist einfach nur grausam. Das ist Ungerechtigkeit. Das ist Verrat. Sarah. Was machst du denn da bitte schön? Ich führe gerade einen Überraschungsqualitätstest durch. Hast du etwa Noras Geschenk geöffnet? Sag mir sofort die Wahrheit. Okay. Ja, ich habe es geöffnet, weil ich sehen wollte, was Nora alles bekommen hat. Oh Sarah. Wie kannst du es wagen, Noras Geschenk zu öffnen? Jetzt reicht's. Ich sag's deinem Vater. Nein, bitte nicht. Er hasst mich doch jetzt schon. Thomas. Deine Tochter hat gerade eins von Noras Geschenken ausgepackt. Sarah, ich fass es nicht, dass du Noras Geschenken geöffnet hast. Es gehört dir nicht mal. Ich konnte nichts dafür. Die PlayStation hat meinen Namen gerufen. Sie hat geflüstert, öffne mich, Sarah, öffne mich. Sarah, was hab ich dir eben über gutes Benehmen gesagt? Ich wollte sie nur vor dem emotionalen Trauma schlechter Geschenke beschützen. Was hast du dir dabei gedacht? Du kannst doch nicht einfach fremde Geschenke aufmachen. Jetzt hast du deinen 3. Verweis. 3 Verweise in weniger als einer Stunde. Du bist schon halbwegs auf dem Weg zu lebenslangem Hausarrest. Das ist doch nicht mal legal. Denkst du, mich interessieren Gesetze in diesem Moment? Ich hoffe, die PlayStation explodiert. Und das ist dein 4. Verweis. Nein, das zählt nicht. Das war ein Wunsch, kein Verhalten. Zerstörerische Wünsche gelten jetzt als Verhalten. Ich lebe in einer Diktatur. 4 Verweise. Noch einer, und du hast Hausarrest. Ich rate dir, dich im Hüpfburg-Schloss zu verstecken, bis die Party vorbei ist. Ich lasse mich lieber von Bienen auffressen. Das können wir später zu Hause gern arrangieren. 30 Minuten später. Okay Leute, Zeit,
Happy Birthday zu singen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Alles Gute zum Geburtstag, Nora. Alles Gute zum Geburtstag, Nora. Alles Gute zum Geburtstag, Nora. So ein Glückskind. Und ich? Ich kriege nur verbrannten Toast und Enttäuschung. Danke euch. Das ist die beste Geburtstagsfeier überhaupt. Schön, dass ihr gekommen seid. Weißt ihr was? Ich hab genug von dieser blöden Party. Ich werde Noras Geburtstagskuchen zerstören. Sarah, wag es ja nicht, Noras Kuchen zu zerstören. Ich hasse Kuchen. Sarah, ich fasse es nicht, dass du Noras Kuchen zerstört hast. Jetzt weint Nora wegen dir. Weißt du was? Das war's. Jetzt hast du deinen letzten Verweis. Wir gehen sofort nach Hause. Du steckst in großen Schwierigkeiten, junge Dame. Sarah, du hast mich blamiert, du hast Klaus blamiert. Und du hast Nora an ihrem Geburtstag zum Weinen gebracht. Eigentlich hab ich ihr einen Gefallen getan. Der Kuchen hatte viel zu viel Glitzer. Du hast Hausarrest. 3 Wochen. Kein Roblox. Kein Fernsehen. Keine Pizzaabende. Und absolut keine Schokobrunnen mehr. Keine Pizzaabende. Was ist das für eine grausame mittelalterliche Strafe? Willst du meine Seele zerstören? Ich will, dass du in deinem Zimmer sitzt und über dein Verhalten nachdenkst. Okay, aber ich werde eine Beschwerde bei der Elternkommission für Ungerechtigkeit einreichen. Dann machen wir 4 Wochen draus. Was? Ich nehm's zurück. Die Elternkommission ist sehr gerecht und unglaublich attraktiv. Papa, du wirst es nicht glauben. Was ist es diesmal? Hast du das Klassenzimmer wieder in einen Zoo verwandelt? Nein, ich habe nichts getan. Aber hört zu. Alle in meiner Klasse haben ein Labubu. Alle. Ein was? Ein Labubu. Das berühmteste Kuscheltier der ganzen Welt. Es singt, es tanzt, es pupst sogar das Alphabet. Entschuldigung? Hast du gerade gesagt, es pupst das Alphabet? Ja. Und die Kinder haben sich kaputt gelacht. Nora hat ihres heute mitgebracht. Alle haben sich um sie versammelt. Alle haben sie geliebt. Und ich? Ich saß da wie eine einsame Kartoffel. Sarah, ein Kuscheltier ist kein Passierschein für Freundschaften. Das kannst du leicht sagen. Du musst ja nicht in der Ecke sitzen, während deine Mitschüler Labubu, Labubu, singen wie irgendeine komische Teddybär-Sekte. Eine Teddybär-Sekte? Klingt gruselig. Ist es auch. Und ich bin die Einzige ohne eins. Papa, bitte. Darf ich einen Labubu haben? Bitte, bitte. Sarah, weißt du eigentlich, wie teuer diese Dinger sind? Die kosten ein halbes Vermögen. Aber alle haben eins. Sogar Max. Und der ist Kleber zum Spaß. Wenn Kleberjunge eins haben darf, warum nicht ich? Weil die Eltern vom Kleberjungen vermutlich verrückt sind. Und weil wir Rechnungen haben. Miete. Essen. Schuhe für deine Füße, die wachsen wie Bambus. Ich kann doch nicht mein ganzes Gehalt verschwenden. Schon gar nicht für einen pupsenden Teddybären. Also willst du damit sagen, du liebst mich nicht? Oh nein. Nicht schon wieder dieser Trick. Wenn du mich lieben würdest, würdest du mir ein Labubu kaufen. So machen es echte Väter. Echte Väter lassen ihre Töchter nicht den sozialen Tod in der Schule sterben. Sozialer Tod? Du bist 10. Das überlebst du schon. Überleben? Papa, das ist Leben oder Tod.
Ohne Labubu kann ich gleich in eine Höhle zu den Fledermäusen ziehen. Und ich werde mein Gehalt nicht für diesen Unsinn ausgeben. Geh sofort auf dein Zimmer. Am nächsten Tag. Jackpot. Papas Monatsgehalt. Oh Labubu. Ich komme. Endlich. Mein süßes Labubu, sing für mich. Ich liebe dich, Sarah. Du bist meine beste Freundin. Ich liebe dich auch, Labubu. Bester Kauf aller Zeiten. Wo ist mein Gehalt geblieben? Sarah. Ja, mein liebster Vater? Hast du nach deinem kleinen Engel gerufen? Wo ist mein Geld? Geld? Welches Geld? Spiel keine Spiele mit mir, junge Dame. Mein ganzes Monatsgehalt ist weg. Vielleicht. Hat die Geldfee es genommen? Die Geldfee gibt es nicht. Na ja. Die Zahnfee gibt es. Warum also nicht auch die Geldfee? Gleichberechtigung für alle Feen. Moment mal. Was ist das? Das? Oh. Nur. Mein neuer bester Freund. Er heißt Herr Labubu der Dritte. Papa, ist er nicht süß? Sarah, sag bitte, dass das nicht dein Ernst ist. Du hast doch nicht wirklich mein ganzes Gehalt gestohlen. Nur um dieses pupsende Monster zu kaufen? Nenn ihn nicht Monster. Er hat Gefühle. Sarah, hast du überhaupt eine Ahnung, was du da getan hast? Mein Sozialleben verbessert? Du hast mich bestohlen. Du hast mein Gehalt genommen. Dieses Geld war für Miete, Essen, Strom. Und jetzt ist es für Glück. Ist das nicht viel wichtiger? Glück zahlt keine Miete. Hör nicht auf ihn, Labubu. Er versteht uns nicht. Wage es ja nicht, mit diesem Dämon vor meinen Augen zu reden. Sarah, das ist Diebstahl. Diebstahl. Weißt du, was mit Dieben passiert? Sie bekommen richtig coole Kuscheltiere. Nein. Sie kommen ins Gefängnis. Gefängnis. Aber ich bin doch viel zu süß fürs Gefängnis. Tja, daran hättest du vorher denken sollen. Bevor du mich wie ein kleiner Verbrechergenie ausgeraubt hast. Ich bin kein Verbrechergenie. Ich finanziere nur kreativ meine Träume. Sarah, ich habe dir vertraut. Und du hast dieses Vertrauen gebrochen. Weißt du, wie ernst das ist? Du tust ja so, als hätte ich das Haus abgefackelt. Dann nehme ich dieses Labubu und bringe es zurück. Nein. Warte, Papa. Bitte tu das nicht. Bitte, Papa. Gib Labubu nicht zurück. Ich kann nicht ohne ihn leben. Du wirst dich jetzt sofort erklären. Warum hast du das getan? Warum? Weil alle einen haben. Nur ich nicht. Sie haben alle über mich gelacht, Papa. Nora hat ihren Labubu vorgeführt. Max hat gleich mit zweien jongliert. Sogar Annas Babybruder hat einen. Und ich? Ich saß da mit nichts. Unsichtbar. Ein Geist. Sarah, du brauchst keinen Teddybär, um geliebt zu werden. Das kannst du leicht sagen. Du bist kein 10-jähriges Mädchen im grausamen Dschungel der Grundschule. Grausamer Dschungel? Es ist Matheunterricht. Matheunterricht ist grausam. Aber jetzt, mit Labubu, bin ich endlich jemand. Nora hat gesagt, wow Sarah. Du hast tatsächlich einen. Und alle haben geklatscht. Sie haben geklatscht, Papa. Weißt du, wie gut sich das anfühlt? Und was ist mit mir, Weißt du, wie es sich anfühlt? Die Schublade zu öffnen und das ganze Gehalt ist weg? Papa, hör zu. Du verstehst das nicht. Labubu ist nicht nur ein Spielzeug. Er ist ein Lifestyle. Ein Lifestyle? Ja. Mit Labubu habe ich Freunde.
Ohne Labobo bin ich nur das Mädchen, dessen Papa zu allem Nein sagt. Willst du, dass man mich Nein-Mädchen nennt, Papa? Ich will, dass man dich kein Diebmädchen nennt. Aber Papa, alle Kinder lieben mich jetzt. Sogar Max hat gesagt, Sarah, du bist echt cool. Weißt du, wie selten das ist? Max sagt nie etwas Nettes, außer wenn er Kleber ist. Es ist mir egal, ob Max dich zur Königin des Pausenhofs ernannt hat. Du hast mich bestohlen. Und nicht nur ein bisschen. Mein ganzes Gehalt. Wochenlange Arbeit. Verschwunden. Technisch gesehen ist dein Geld nicht verschwunden. Es hat sich transformiert. In Labobo. Mir reicht's jetzt. Findest du das witzig? Denkst du, stehlen ist irgendein Scherz? Es reicht. Du hast Hausarrest. 1 Monat lang. Was? 1 Monat? Das kannst du nicht machen. Das ist wie 1 Million Jahre in Kinderzeit. Du gehst ins Gefängnis. Hausgefängnis. Ab sofort. Nein. Das ist Kindesmisshandlung. Jemand soll die Vereinten Nationen anrufen. Die einzige Nation, die anruft, ist die Papa-Nation. Und das Gesetz sagt, Hausarrest. Aber Papa. Keine Aber. Ich diskutiere nicht weiter. Du bleibst zu Hause. Kein Fernsehen, keine Spiele, keine Süßigkeiten. Keine Freunde treffen. Und Labobo. Nein. Nicht Labobo. Du kannst meine Seele nehmen, aber nicht meinen Bären. Oh doch. Labobo kommt in Einzelhaft. Das ist Grausamkeit. Pure Grausamkeit. Sogar die Genfer Konvention schützt Teddybären. Mir egal, ob die Vereinten Nationen an meine Tür klopfen. Das ist endgültig. Warte, warte. Lass uns verhandeln. Verhandeln? Was bist du? Ein winziger Anwalt? Ja. Nenn mich Anwältin, Sarah. Mein Angebot. Ich darf Labobo behalten. Ich habe nur einen Tag Hausarrest. Und im Gegenzug verspreche ich, mich für immer zu benehmen. Für immer benehmen? Du? Das Mädchen, das einmal die Katze vom Nachbarn auf ein Skateboard geklebt hat? Das war Kunst. Das war Tierquälerei. Okay. Neuer Deal. Hausarrest für 3 Tage. Dafür bekomme ich unbegrenzt Kekse. Du verstehst wirklich nicht, was Strafe bedeutet, oder? Aber ein ganzer Monat? Papa, ich sterbe. Ich sterbe buchstäblich. Menschen überleben Schlimmeres. Nicht ich. Weißt du, was passiert, wenn ein Kind 1 Monat lang keine Freiheit hat? Es schrumpft. Es verwandelt sich in eine Rosine. Willst du, dass ich eine Rosine werde, Papa? Wenigstens stehlen Rosinen nicht mein Gehalt. Du bist böse. Böse. Eines Tages schreibe ich ein Buch. Mein Leben mit dem gemeinsten Papa der Welt. Ich hasse dich. Du bist der schlimmste Vater aller Zeiten. Und trotzdem bin ich der einzige Vater, den du hast. Was machst du da mit meiner PS5, Sarah? Einen Moment. Ich bin mitten im Spiel. Geh sofort von meiner PlayStation runter, oder ich zieh den Stecker. Nein, bitte nicht. Ich kann das Level noch fertig machen. Warte kurz. Warten? Das ist meine PS5. Chill mal. Gib mir noch 10 Minuten. Ich bin fast fertig. Nein. Jetzt bist du fertig. Warum hast du das gemacht, Klaus? Du weißt doch gar nicht, wie man mit meiner PS5 richtig umgeht. Du machst sie am Ende noch kaputt. Was redest du da? Ich bin besser in Fortnite als du. Das war mein Geburtstagsgeschenk. Also, warum machst du nicht lieber Mädchensachen? Schminktutorials oder sowas? Ich schminke mich doch gar nicht. Du bist so gemein. Und du bist ein nerviges kleines Gör. Hey! Was ist denn hier los bei euch zwei? Ich war gerade im Battle Royale Spiel. Und Klaus hat einfach den Stecker gezogen.
Sie sollte sowieso nicht auf meiner PS5 spielen. Und was soll ich dann spielen? Lass mich überlegen. Auf deinem PC, du Dussel. Klaus, so redet man nicht mit seiner Schwester. Okay, Sarah, kannst du diesmal nicht einfach am PC spielen? Nein, der ist so alt, der hängt ständig. Und ich bin total schlecht mit Tastatur. Ich kann nur mit Controller spielen. Weißt du, wie ich immer sage? Es kommt nicht drauf an, was man hat, sondern was man daraus macht. Du verstehst das einfach nicht, Papa. Kannst du mir bitte eine eigene PS5 kaufen? Klaus lässt mich nie spielen und bald ist dieses große Turnier. Sarah, das ist gerade einfach nicht drin, okay? Wir mussten schon den jährlichen Familienurlaub nach Ägypten absagen. Und du weißt ja, seit ich meinen Job verloren habe, ist alles ziemlich schwierig geworden. Es tut mir leid, mein Schatz. Keine Sorge, Papa. Wenn ich das Turnier gewinne, nehme ich das Geld und bezahle den Urlaub. Ich garantiere dir, du kommst nicht mal unter die Top 10. Sei nicht traurig, Sarah. Du findest bestimmt eine Lösung. Es ist so unfair. Ich muss unbedingt herausfinden, wie ich an eine PS5 komme. Sag mir dann bitte auch wie, okay? Spielst du auch beim Fortnite-Turnier mit? Nein, ich zock eher Warzone, aber ich kann sowieso nichts spielen. Meine PS5 wurde geklaut. Was? Ernsthaft? Ja. Jemand ist letzte Woche bei uns eingebrochen. Die haben so viel mitgenommen. Aber ich verstehe nicht, warum auch meine PlayStation. Das ist so ärgerlich. Oh nein, das tut mir total leid. Hoffentlich erwischen Sie den Typen. Danke. Ich muss los. Roma, ich habe eine Idee. Eine Idee? Was denn, Sarah? Ich habe einen Plan, wie ich für das Turnier an eine PS5 komme. Ich breche in mein eigenes Haus ein. Bist du verrückt? Warum solltest du bei dir selbst einbrechen? Nicht richtig einbrechen. Ich tu nur so, als ob. Hörst du dir eigentlich selbst zu? Du willst lieber einen Einbruch vortäuschen, als zu lernen, wie man am PC spielt? Ja. Ich will das Turnier gewinnen. Ich leihe mir die PS5 nur für den Wettbewerb und bring sie danach zurück. Ich sag einfach, die Polizei hat den Täter gefasst oder so. Du hast gesehen, wie sauer Marcos war. Warum willst du deinem Bruder das antun? Und du könntest richtig Ärger kriegen. Was, wenn dein Vater wirklich die Polizei ruft? Hör zu, Roma. Wär's okay, wenn ich nach der Schule zu dir komme? Ja, ich glaub, meine Mutter hätte nichts dagegen. Warum? Zum Zocken. Ich bring die PS5 mit. Ich glaub wirklich nicht, dass das eine gute Idee ist. Tut mir leid, ich muss los. Wir sehen uns nach der Schule. Sarah, warte. Wohin gehst du? Ich hoffe wirklich, dass ich es dieses Jahr in die Playoffs schaffe. Ich war letztes Jahr so knapp davor. Wenn du so weiterspielst wie bisher, schaffst du das auf jeden Fall. Oh mein Gott? Die Tür war schon offen. Vielleicht ist Sarah früher nach Hause gekommen? Nein, nein. Sie hat mir geschrieben. Sie geht direkt nach der Schule zu Roma. Bleib einfach hinter mir und sei vorsichtig, okay? Ich glaube nicht, dass jemand hier ist. Ich schau nur kurz nach, ob alles sicher ist, ja? Okay. Ich schau in meinem Zimmer nach. Okay. Sei vorsichtig. Alles ist an seinem Platz. Nichts wurde gestohlen. Sie haben sich nicht mal die Mühe gemacht, meine Uhren mitzunehmen. Hast du irgendetwas bemerkt, was fehlt?
Ja, meine PS5 ist weg. Haben Sie sonst noch etwas mitgenommen? Nein, ich glaube nicht. Oh Gott. Warum sollte jemand einbrechen, nur um eine PS5 zu klauen? Oh mein Gott. Was ist denn hier passiert? Du wirst es nicht glauben. Jemand ist eingebrochen und hat seine PlayStation mitgenommen. Bist du nach der Schule nach Hause gekommen oder direkt zu Roma gegangen? Nein, ich bin direkt zu Roma gegangen. Ich rufe die Polizei. Vielleicht nehmen sie Fingerabdrücke von der Tür. Vielleicht finden wir raus, wer das war. Nein, Papa, nein. Warum nicht? Es ist nur eine PS5. Ich meine, ich bezweifle, dass die Polizei für sowas Zeit hat. Vielleicht hast du recht, Sarah. Ich meine, Sie haben ja auch nichts gemacht, als mein Laptop letztes Jahr aus dem Auto geklaut wurde. Warte. Ich habe eine Idee. Wenn Sie meine PS5 benutzen, kann ich sie über die IP-Adresse orten. Du kannst das? Natürlich. Ich habe meine PlayStation 5 lokalisiert. Das ist gar nicht weit von hier. Komm, wir fahren los. Komm, Sarah. Du solltest mit uns mitkommen. Was, wenn sie zurückkommen? Komm, Liebling, los geht's. Hier befindet sich meine PlayStation. Moment. Ist das nicht das Gebäude, in dem Roma wohnt? Ja, genau das ist es. Na ja, vielleicht helfen uns ihre Eltern. Wartet mal. Ist das wirklich eine gute Idee? Ich meine, es ist wahrscheinlich nicht sicher. Wir sollten einfach nach Hause gehen. Nach Hause gehen und meine PS5 nicht zurückholen? Natürlich nicht. Los, Papa. Wartet mal. Ich war's. Was warst du, Sarah? Was hast du gemacht? Ich habe den Einbruch inszeniert, um Klaus PS5 zu holen. Ich habe sie bei Roma versteckt. Ich hatte keine Ahnung, dass er sie orten kann. Es tut mir leid. Was? Du warst diejenige, die meine PlayStation gestohlen hat? Sarah, warum um alles in der Welt hast du das getan? Ich wollte nur an diesem Turnier teilnehmen. Ich wollte sie zurückbringen, ehrlich. Ich schwöre es. Du gehst da jetzt rein und holst deinem Bruder seine PS5 zurück. Und wenn wir zu Hause sind, nachdem du das Haus aufgeräumt hast, bist du erstmal Hausarrest. Hey Klaus. Hat das Turnier begonnen? Wie läuft es? Großartig. Ich bin nur noch mit 12 Spielern im Rennen. Oh, Moment. Jetzt nur noch 11. Du machst das super, Klaus. Danke. Ich gebe mir Mühe. Was? Nein. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Komm schon. SM Mayim hat mich gekillt. Ist okay. Sei nicht so streng mit dir. Ich wollte so gerne gewinnen. Dann hätten wir diese Reise machen können. Mach dir keine Sorgen. Die machen wir nächstes Jahr. Ja. Ich hab's geschafft. Hey, was ist da so aufregend? Ich hab gewonnen. Ich hab's euch doch gesagt. Ich kann es kaum glauben. Ich hab tatsächlich gewonnen. Moment mal. SM Mayim gewinnt das Turnier. Bist du das etwa? Oh, SM. Sarah Müller. Das ist wirklich clever. Ich kann es nicht fassen. Aber wie hast du überhaupt gespielt? Ich hab meinen PC benutzt. Es war schwierig, aber ich hab's rausgekriegt.
Ich hatte ja viel Zeit zum Üben, weil ich Hausarrest hatte. Vielleicht sollte ich dich öfter bestrafen. Bitte nicht. Na ja, ich schätze, du hast jetzt genug Geld, um dir deine eigene PS5 zu kaufen. Eigentlich nutze ich das Geld für was anderes. Ich buche uns eine Reise nach Ägypten. Im Ernst? Sarah, das ist wirklich lieb von dir, Schatz. Danke. Ich fühle mich immer noch schlecht wegen dem, was ich getan habe. Aber ich glaube, ich habe gelernt. Es kommt nicht drauf an, was man hat, sondern was man daraus macht. Ja, genau. Ich bin wirklich, wirklich stolz auf dich. Sarah, was im Namen aller Vernunft ist hier los? Hallo Papa. Willkommen zu Hause. Gefällt dir das neue Innendesign? Ich nenne es Frühstücksexplosion schick. In den Wänden stecken Füllgroups. Der Hund sieht aus, als würde er zu einer Ballettaufführung gehen. Und warum schon der Staubsauger? Ich hab vielleicht Spülmittel reingetan. Außerdem meinte Sparkles, der Hund, er wolle sich selbst ausdrücken. Du bist seit genau einer Stunde aus der Schule zu Hause. Eine einzige Stunde. Und das alles hast du gemacht. Also, willst du damit sagen, ich bin kreativ? Ich sage, du bist ein wandelnder Tornado des Wahnsinns. Ein Chaos-Elf. Ein Gremlin mit Zöpfen. Chaos 11 gefällt mir. Können wir das nächstes Jahr auf meine Geburtstagstorte schreiben? Du bekommst keinen weiteren Geburtstag, wenn du nicht erklärst, was hier passiert ist. Ich habe dir eine Anweisung hinterlassen. Fass bitte nichts an, bis ich nach Hause komme. Technisch gesehen, habe ich nichts angefasst. Der Löffel hat angefangen. Dann hat der Löffel die Marmelade berührt. Dann hat die Marmelade den Mixer erwischt. Dann hat der Mixer den Ventilator getroffen. Danach ist alles durch die Luft geflogen. Okay, weißt du was? Jetzt reicht's. Ich bin am Gipfel des Geduldsberges angekommen. Du brauchst Hilfe, Sarah. Das sag ich seit Jahren. Niemand hört auf mich. Ich meine professionelle Hilfe. Einen Kinderpsychologen. Therapie. Psychiatrie. Das volle Programm. Moment. Du bringst mich zu einem Kopfdoktor? Oh. Wird er mich hypnotisieren? Kann er mich bellen lassen wie ein Hund? Darf ich ihm erzählen, dass du im Schlaf schreist? Nein, nein. Das wird für dich kein Spaß. Das ist kein Ausflug nach Verrücktenhausen. Das ist eine Strafe. Das ist mein letzter Versuch, dich davon abzuhalten. Mit einer Lupe und einem Toaster die Nachbarschaft in Brand zu setzen. Das war einmal, Papa. Technisch war das Feuer meist außerhalb der Nachbarshecke. Wir gehen morgen. Gleich früh am Morgen. Ich habe schon einen Termin bei Dr. Kranich gemacht. Er soll der Beste sein. Und wenn du dich beim Therapeuten daneben benimmst, bring ich dich auf dem Rückweg ins Internat. Das sagst du immer, und trotzdem bin ich noch hier. Immer noch Internatsschülerin in Papas ehrenvoller Einrichtung. Haus des endlosen Geschreis. Guten Tag, Herr Thomas. Und du musst Sarah sein. Was für ein schöner Name. Bist du bereit, reinzukommen und ein bisschen zu plaudern? Nur wenn ich am Ende einen Lutscher kriege. Und du mich nicht in ein Huhn hypnotisierst. Keine Hypnose, versprochen. Obwohl Hühner faszinierende Tiere sind. Mein Papa benimmt sich wie eins, wenn er eine Spinne sieht. Das hier ist keine offene Bühne für Stand-up, Sarah. Geh einfach rein. Also Sarah, erzähl mir doch mal ein bisschen über dich. Na gut. Ich bin 10. Ich mag Wissenschaft, Chaos und kalte Pizza. Ich habe einen Papa, der glaubt, Probleme löst man durch lautes Schreien. Faszinierend. Und, kommst du oft zu Hause in Schwierigkeiten? Nein. Ich erschaffe Schwierigkeiten. Das ist ein Unterschied. Sie hat letzte Woche meine Schuhe an den Deckenventilator geklebt. Das muss einiges an Mühe gekostet haben. Danke.
Endlich erkennt jemand mein handwerkliches Talent. Macht es dir Spaß, Leute zum Lachen zu bringen? Ich mag es, Reaktionen hervorzurufen. Manchmal lachen sie. Manchmal schreien sie. Manchmal weinen sie leise in der Vorratskammer. Sarah, was hältst du von Regeln? Sie sind eher sowas wie Vorschläge von Leuten ohne Fantasie. Und Autoritätspersonen? Oh, ich liebe sie. Sie sind mein Lieblingsspielzeug. Sie hat die Sprachaufnahme ihres Schuldirektors in einen Klingelton verwandelt. Der sagt jetzt, Nachsitzen ist eine Reise, kein Ziel. Ich verstehe. Sag mal, Sarah. Fühlst du dich manchmal missverstanden? Nein, ich fühle mich vollkommen verstanden. Ich bin einfach fortgeschritten. Wie eine Mikrowelle mit 17 Knöpfen, die niemand benutzt. Was hältst du von der Schule? Das ist ein Ort, an dem Kreativität stirbt. Und was möchtest du werden, wenn du groß bist? Königin. Vom Mars. Und was würdest du sagen, ist im Moment deine größte Herausforderung im Leben? Die Entscheidung, ob ich der Katze das Skateboardfahren beibringe oder ihr Gebärdensprache beibringe. Gab es Momente, in denen du dir Sorgen gemacht hast? Ich dachte einmal, Papa hätte sich in einen Zombie verwandelt, aber es war nur Montagmorgen. Was würdest du gerne in deinem Leben ändern, Sarah? Mehr Trampolinzeit. Einen Toaster, der Waffeln quer durch den Raum schießt. Und ein Haus ohne, fasst das nicht an Zonen. Das ist buchstäblich alles im Haus. Genau. Ich lebe in einem Museum der Miesepetrigkeit. Herr Thomas, ist das ein bisschen? Oder ist sie immer so? Ich habe alles versucht. Diagramme, Zeitpläne, Bestechung, Drohungen, Bücher über ruhige Kommunikation. Nichts funktioniert. Sie macht mich verrückter. Sie ist schlauer als ich. Und hyperaktiver als ich. Thomas, kann ich kurz unter 4 Augen mit Ihnen sprechen? Was? Willst du hinter meinem Rücken über mich reden? Nur ein bisschen. Okay, aber ich warne euch vor den schlimmen Konsequenzen. Sie ist klug. Unglaublich klug. Vielleicht sogar hochbegabt. Aber sie agiert extrem impulsiv. Selbst Erwachsene können da kaum mithalten. Sie passt nicht in konventionelle Systeme. Was soll ich also tun? Ehrlich gesagt, Therapie wird ein Marathon. Kein Sprint. Aber es ist offensichtlich, dass sie manche Dinge emotional nicht verarbeitet. Humor ist ihr Schutzschild. Sie versucht, das Chaos um sich herum zu kontrollieren, indem sie selbst zum Chaos wird. Muss ich mir Sorgen machen? Sagen wir es so. Sie wird entweder eine sehr erfolgreiche Geschäftsführerin oder eine charismatische Sektenführerin. Achtung an alle Patienten. Dr. Kranich wurde ersetzt durch Königin Sarah. Die Therapie beinhaltet ab sofort Seifenblasenwettbewerbe und Ausdruckstanz. Sarah? Was machst du über dem Empfangstresen? Ich warne euch, mir nicht zu nahe zu kommen. Ich bin jetzt bewaffnet. Wie ist sie da überhaupt hingekommen? Wahrscheinlich hat sie angeboten, den Drucker zu reparieren. Und jetzt gehört ihr der Laden. Ich habe Ihre Büroordnung aktualisiert, Dr. Kranich. Regel Nummer 1: Patienten bekommen Kekse angeboten. Regel Nummer 2: Jeder emotionale Durchbruch wird mit einem Aufkleber belohnt. Zur Feier gibt's ein Kazoo-Solo obendrauf. Herr Thomas, Sie sollten ernsthaft über mehr Struktur nachdenken. Eine andere Umgebung. Vielleicht. Internat? Es ist nicht immer die Lösung. Aber für Kinder wie Sarah kann es helfen, ihre Energie zu lenken. Ich will sie nicht wegschicken. Wirklich nicht. Aber ich schaffe das alleine nicht mehr. Ich habe seit 4 Jahren keine Nacht mehr durchgeschlafen. Mein Leben riecht nach Essig und Glitzerkleber. Dies ist die einzige Lösung für Sarah. Du lebst nicht mit ihr, du überlebst sie. Das ist ein Unterschied. Ich denke, Sie haben recht.
Es könnte Zeit sein für eine strukturierte Umgebung, die mit ihrem Tempo mithalten kann. Ein Ort, an dem sie ihre Energie kanalisieren kann. Ohne gleich den Ofen in Brand zu setzen. Hey, wenn ich in dieses Strukturdings gehe, gibt es da Fechten? Ich will meine Handschuhe dramatisch beim Essen werfen. Und Leute zum Duell herausfordern. Es ist ein Internat, kein Hogwarts. Also, keine Drachen? Nur Ausgangssperren und Konsequenzen. Klingt wie ein Gefängnis mit schöneren Vorhängen. Es ist keine Strafe. Es ist eine sehr teure Intervention. Haben die WLAN? Ja, Erlauben die Glitzer? wahrscheinlich nicht. Dann werde ich rebellieren. Sie wird das schon meistern. Das Personal in Angst und Schrecken versetzen? Ja. Aber gedeihen? Davon bin ich überzeugt. Sarah, woher hast du diese Pistole? Die ist nicht echt. Ich habe sie gestern im Spielzeugladen gekauft. Es ist soweit, Sarah. Du gehst ins Internat. Abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren Sie die Glocke, um kein neues Video von Sarahs aufregenden Abenteuern zu verpassen.